Guten Morgen. Ihr seht mich heute ziemlich zerstört. Ich fühle mich heute so alt, wie ich bin. Es ist kurz nach 6. Hinten geht die Sonne auf. Und wir haben in den letzten Tagen halt ziemlich Gas gegeben. Und diese Fliese hier, die muss ausgetauscht werden, weil die ist hohl unten drunter. Und im Eingangsbereich ist das natürlich nicht gut, wenn man hört es. Da fängt es schon an. Wird immer tiefer. Das habe ich alles von Hand dahin geschleppt. Ein Wahnsinn. Kann ich verkaufen? Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube schon. Ich will was anderes haben. Let me tell you a story. Die Arbeiten in der Baustelle im neuen Yoga-Haus gehen weiter, wenngleich die Handwerker in Teilen nur noch alle paar Tage da sind. Und insofern versuche ich einfach zwischenrein alles das zu erledigen, was ich in dem Moment dann gerade machen kann, damit wir insgesamt dann doch auch hoffentlich zeitig fertig werden. So, das ist jetzt hier erstmal gestrichen. Ich weiß nicht, ob man noch mal drüber muss, aber wir haben auch schon die Lampen geholt. Da kommen dann auch verschiedene hin. Hier geht es morgen weiter. Da wird noch mal, nee, nicht morgen, nächste Woche. Da wird hier noch mal nachgeputzt. Danach dann alles grundieren, streichen, aber wieder einmal wird umgeplant. Hier kommt die Fenstertüre rein. Wir werden noch für links ein Fenster kaufen, eine sogenannte Jalousie. Das heißt, das ist wie eine Jalousie, aber aus Glas, die man dann verschließen kann, ansonsten transparent offen ist. Jetzt haben wir das Problem hier an der Seite und die Überlegung war ja, hier wieder zuzumachen mit 2 großen Fenstern. Aber irgendwie ist das auch nicht richtig. Und insofern haben wir jetzt die Entscheidung getroffen und ich bin mal gespannt, was Janik und die anderen morgen dazu sagen. Wir gehen einfach her, werden eine zweite Fenstertür kaufen und werden in der Verlängerung von der ersten hier rüber gehen. Das werde ich jetzt alles wegnehmen. Dann nehmen wir die ersten 7 Bohlen raus. Und weil wir vorne schließen, brauchen wir natürlich dann einen Zugang nach drüben, weil sonst müssen wir immer raus und auf der anderen Seite rein. Deshalb werden wir diese Tür hier, beziehungsweise diese Wand, die nur Nut und Feder ist, die werden wir zur Hälfte öffnen und machen dann eine Schiebetür rein. Und so kann man dann von diesem Raum hier rüberlaufen, wenn man dann auf die Toilette muss. Und gleichzeitig ist dieses ganze Ding dann geschützt als eines. Müssen wir natürlich da drüben dann auch gleich richtig schön Ordnung machen. Aber ich glaube, das wird richtig geil, weil es groß ist, großzügig. Und falls wir irgendwann kein Yoga mehr machen und sagen würden, wir wollen das doch vermieten, wie auch immer, dann wäre das natürlich dann auch ein großer Bereich mit über 100 Quadratmetern insgesamt. Der andere Bungalow ist einen halben Meter breiter, wie ich festgestellt habe beim Abmessen. Und als Mann der Tat habe ich dann gleich alles ausgeräumt und am Sonntagvormittag im Grunde genommen die Vorbereitungen getroffen, dass man dann in der Woche drauf direkt loslegen kann. Und wir haben interessanterweise auf dieser Seite keinerlei Termiten in der Unterkonstruktion und ich bemühe mich natürlich, Holz wieder zu erhalten. Gerade diese Bohlen, die sind gut, die sind dick und die werde ich weiterverwenden, denn wir haben ja noch andere Projekte, die wir irgendwann umsetzen und immer wieder Arbeitseinsätze im Colorado, damit wir das Haus fertig bekommen für die Vermietung. Und dann kommst du ganz fertig von der Baustelle und dann geht's auf der anderen direkt weiter, was ich dann am nächsten Tag auch echt gemerkt habe. Guten Morgen. Ihr seht mich heute ziemlich zerstört. Ich fühle mich heute so alt, wie ich bin.
Es ist kurz nach 6, hinten geht die Sonne auf und wir haben in den letzten Tagen halt ziemlich Gas gegeben. Und jetzt gleich um 6:30 kommt ein Dienstleister und holt den Schrott da hinten ab. Und das hat mir dann gestern Abend dann noch echt den Killer gegeben, weil ich den ganzen restlichen Bauschutt von oben runtertragen musste. Und insofern waren das dann nochmal gestern Abend 2 Stunden, nachdem ich schon 11 Stunden unterwegs gewesen bin. Im anderen Haus streichen, mit Janik unterwegs, um Sachen einzukaufen. Und ja, und insofern schauen wir mal, was der Tag heute bringt, wie es weitergeht. Da weiß ich im Moment auch nicht, ich bin echt im Eimer. Ja, das ist das, was gestern Abend dann da noch drauf kam. Und hier schaut es mittlerweile so aus, ich brauche eine neue Regenrinne. Das hier war mal eine Maßanfertigung aus Alu und ich kaufe jetzt Kunststoff, weil das sind dann immer 2 Meter-Elemente im gleichen Profil, sodass ich dann die tauschen kann, weil die kann man nicht verlängern. Und so geht's halt nicht. Weil es tropft ja dann alles runter hier. Auch mit Regenrinne. Und Niki kam auch vorbei, um sich das Ganze mal anzuschauen. Und ich muss sagen, gestern war es trotzdem eigentlich ein richtig geiler Tag, weil wir haben als Familie super zusammengeschafft. Die Silvia war gegen Abend wieder unten in Saint-Denis, hat Yogakurs gegeben. Die Carlotta hat gekocht und Mathilda kam raus und hat mir hier mit den Steinen geholfen und hat echt eine Stunde lang auch immer wieder die Eimer gefüllt. Dann noch einen kleinen Eimer, den sie dann immer runtergetragen hat. Und das war toll, weil das war richtig, richtig viel nochmal. Und jetzt nehme ich noch so die restlichen Kleinigkeiten zusammen, weil es war ja dunkel am Ende. Und ich glaube, wir waren um 7:45 fertig und es war richtig cool, dass man sich dann an den Tisch sitzen konnte und lecker gegessen haben, was die Carlotta gekocht hatte. Also es war, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir jetzt seit langer Zeit wieder wirklich richtig alle miteinander zusammen geschafft haben, inklusive Kinder. Das war schon toll. So, jetzt muss ich weitermachen, weil gleich die Jungs kommen und ich muss in Colorado. Ja, manchmal braucht man einfach schweres Gerät. Bonjour, ça va? Das habe ich alles von Hand dahin geschleppt. Ein Wahnsinn. Morgen wird die Benzinpumpe der Enfield repariert. Ich habe nämlich tatsächlich diese Benzinpumpe weder in Deutschland noch in Frankreich noch in Réunion bekommen. Die hätte auch, wenn sie auf Lager wäre, jeweils irgendwie so, ich glaube 240 € bekommen. Ich habe sie bestellt in Uttar Pradesh und ich habe sie, ja, nach 5 Tagen, glaube ich, war sie da, wurde nach Delhi geliefert, von Delhi dann, ich glaube, über Dubai hierher geflogen und gestern hat sie die Silvia abgeholt. Kostenpunkt waren inklusive Versand 68 €, aber dann kamen noch Gebühren und auch noch eine Regionaltax drauf und dann waren das nochmal 30 on top. Genau, aber das wird morgen erledigt, da freue ich mich auch und ja, dann werde ich sie wahrscheinlich verkaufen. Ich bin noch nicht ganz sicher.
Aber ich glaube schon, ich will was anderes haben. Hier Seite auch schon fertig gestrichen. Da kommt so eine Verkleidung hin. Da muss ich noch mal nachkaufen. Aber es ist natürlich schwieriger, große Fliesen zu verlegen ordentlich als die kleinen. Und diese Fliese hier, die muss ausgetauscht werden, weil die ist hohl unten drunter. Und im Eingangsbereich ist das natürlich nicht gut, wenn man hört es. Da fängt es schon an. Wird immer tiefer. Da ist gut. Kann sein, dass die heute auch schon rauskommt. Die anderen sind gut, aber man muss im Vergleich zu Deutschland bei den Handwerkern doch auch ein bisschen Abstriche machen. Bei uns ist das alles reglementiert in Deutschland. Da gibt es die entsprechende Ausbildung, die gibt es hier auch, aber du kannst ja keinen Laden aufmachen, wenn du nicht zumindest ein Geselle bist. Ausbilden, glaube ich, darfst du nicht, wenn du kein Meister bist. Aber das ist hier alles irgendwie lockerer und die Leute sind hier so Multitasking, aber im Endeffekt dann doch nicht so mit der Präzision, die wir es gewohnt sind, die wir es auch eigentlich verlangen. Und das ist dann manchmal dann schon etwas, ja, sage ich mal, nervig, weil du hast natürlich dann eine Erwartungshaltung, wenn du das ganze Zeugs anschleppst und dann stellst du halt sowas fest wie mit dieser Fliese, wo du dir denkst, das geht doch eigentlich gar nicht, wie kann sowas passieren? Aber es passiert und da muss man sich dann auch einfügen. Also wer jetzt hier anfängt von wegen, die Fuge muss nach DIN Norm so und so einen Abstand haben, dann kriegt er halt hier Schwierigkeiten. Der flippt aus, das ist unmöglich. Und insofern nehmen wir es so, wie es gemacht wird. Natürlich grobe Dinger tauschen lassen, wechseln lassen. Aber ja, die Präzision, also einen Alex Körbel, der Meister, nicht nur Meister seines Fachs, sondern wirklich ein Künstler mit den Fliesen, den wir da in Hohenstadt hatten, den können wir halt nicht einfliegen lassen, unabhängig davon, dass ich nicht weiß, ob er kommen würde. Aber das kannst du nicht erwarten und da muss man halt Abstriche machen. Aber insgesamt ist es ja trotzdem richtig geil und der Raum ist so toll geworden. Wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like, lasst ein Abo da. Das hilft unglaublich mit dem Algorithmus und motiviert natürlich auch weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal.